Mahlzeit, Freunde! Eigentlich wollte ich heute ein Video machen über die drei Pfeifen hier. Falscher Einspieler. Die meinte ich gar nicht. Ich meinte die drei Pfeifen hier. Aber den Robert zitieren und anhören, ist ja wirklich eine Zumutung. Von Annalena braucht man gar nicht erst anfangen. Der geistige Kartoffelsalat. Nee, heute soll es mal um die hier gehen. Schon wieder falscher Einspieler. Ich meinte die hier. Boah, die sehen sich aber auch ähnlich, ne? Für alle, die genauso wie ich überhaupt gar nicht wussten, wer das ist Katharina Dröge, eine der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag. Hättest du es gewusst? Ich wusste das nicht. Die ist mir auch noch nie aufgefallen. Aber jetzt, ne, ist ihr nämlich aufgefallen, dass wenn man Vokabular benutzt, man einen Shitstorm bekommt und zack, bist du über Nacht weltberühmt. Die hat nämlich gesagt, es braucht ein noch entschlosseneres Vorgehen gegen die Radikalisierung im Netz, denn der Gift, das erreicht die Köpfe der Menschen nicht nur im Ausland, das erreicht die Menschen auch hier. Da bist du sprachlos, ne? Und jetzt mal eine Frage an die GrünInnen da draußen. Wie verbleiben wir denn jetzt? Seid ihr jetzt auch eine rechtsradikale Partei? Ist die vielleicht von der AfD bei euch eingeschleust worden? Ja, ich bin jetzt maximal verwirrt. Denn die Katharina, die redet eigentlich sowas hier. Ja, herzlich willkommen zu unserer Klausur und wie Sie sich denken können, steht auch diese Klausur noch sehr im Zeichen der Betrachtung des letzten Wahlsonntags, also der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Witzig, ne? Guckt euch mal den Robert an. Mit seinem Kommunionsanzug. Der passt immer noch. Und wenn man sich anschaut, dass in Thüringen erstmals eine offen rechtsextreme Partei in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland stärkste Kraft geworden ist, dann ist das aus unserer Sicht schon ein Punkt, wo die Politik nicht einfach wieder zum Tagesgeschäft übergehen sollte, wo man sich nicht wieder im üblichen Streit zerfeddern sollte oder in der Regierungsoppositionsdiskussion verstricken sollte, sondern mal gemeinsam miteinander überlegen müsste, was machen wir jetzt eigentlich damit und was machen wir vor allen Dingen in Zukunft? Damit will die Katharina auf faschistische Art und Weise alle Parteien, alle demokratischen Parteien, wieder unter eine Decke stecken. Bist du nicht für uns, musst du gegen uns sein. Die haut solche Sachen eigentlich raus, ne? Und dass die ganzen Wahlen in Europa, in USA, überall werden die von Putin beeinflusst. Der hat eine eigene Stadt gegründet, wo nur Wahlmanipulationsassistenten ausgebildet werden. Ein Thema, das aus unserer Sicht enorm wichtig ist die Frage der russischen Beeinflussung von Wahlen und von einem Diskurs in Demokratien. Unser parlamentarisches Kontrollgremium hat vor wenigen Monaten gemeinsam eindringlich davor gewarnt, dass wir in Deutschland nicht gut genug aufgestellt sind, Abwehrmaßnahmen zu ergreifen gegen genau diese Beeinflussung von Wahlen, die wir in vielen europäischen, aber auch zum Beispiel in den USA, in anderen Ländern erlebt haben. Jetzt bin ich schon wieder maximal verwirrt, weil ich denke die ganze Zeit, die redet über die USA, aber die machen sowas ja gar nicht. Nie. Noch nie und werden die auch nie. Und aus unserer Sicht ist gerade diese Wahl, wo jetzt zwei Parteien im Landtag mit vielen Abgeordneten vertreten sind, die ein bisschen klingen wie der Pressesprecher von Wladimir Putin. Für alle grünen Wähler, das, was sie meint, ist, die einzigen beiden Parteien, die für Frieden sind, Merkel, das sind die Bösen. Und die Parteien, die für Krieg sind, das sind die Guten. Wenn zwei solche Parteien es geschafft haben, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, dann ist das letzte Warnsignal an die Demokratie, dass wir hier entschlossener handeln müssen. Also ich dachte immer, wenn mal die Roth, die Lang, der Habeck, die Baerbock eines Tages weg sind, kommt da bestimmt was Vernünftiges nach. Doch dann klingelt mein Wecker und ich merke, es war nur ein schöner Traum. Träumen darf man doch noch. Oder ist das auch schon verboten?